Hallo. Hinzurechnungsbesteuerung, das gibt es wahrscheinlich als Wort nur im Deutschen und ist ein richtiges Unwort im deutschen Steuerrecht. Was hat es damit auf sich und warum ist im Ausland möglicherweise alles besser? Sebastian, hallo. Kannst du uns kurz erklären, worum es bei diesem Thema geht? Genau, ganz klar. Also Hinzurechnungsbesteuerung, wie du schon gesagt hast, ist so ein hässliches Unwort aus dem deutschen Steuerrecht. Wer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, kann eine natürliche Person sein, kann eine GmbH sein und eine Gesellschaft in einem Niedrigsteuerland gründet, der muss womöglich in Deutschland nachversteuern. Einer der Gründe, warum wir jedem empfehlen, ins Ausland umzuziehen. Und zwar wird dann in Deutschland bei natürlichen Personen die volle Einkommensteuer fällig, bei juristischen Personen die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Und das zusätzlich zu der Steuer, die du im Sitzstaat des Unternehmens bezahlen musst. Im Englischen spricht man übrigens von sogenannten CFC-Rules. Das hört sich typisch deutsch unglaublich kompliziert an. Und um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, haben wir 7 Fakten zusammengesammelt, die hoffentlich das Ganze etwas deutlicher machen, etwas mehr erklären. Lass uns doch einfach mal loslegen. Das erste Fakt, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Hinzurechnungsbesteuerung nur auf passive Einkünfte gilt. Korrekt, richtig. Also, sie gilt, wie gesagt, nur auf sogenannte passive Einkünfte dieser Auslandsgesellschaft in einem Niedrigsteuerland. Jetzt hat der Gesetzgeber nicht etwa definiert, was passive Einkünfte sind, sondern hat definiert, was aktive Einkünfte sind und alles andere ist passiv. Das sind nur 8 Einkünfte, die aktiv sind. Die lese ich jetzt mal vor. Erstens Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Zweitens Einkünfte aus industrieller Tätigkeit, also Produktion. Drittens Einkünfte aus Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen. Viertens Einkünfte aus dem Handel. Fünftens Einkünfte aus Dienstleistungen. Sechstens Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Dann Gewinnausschüttung von Kapitalgesellschaften, aber nur, wenn die Beteiligung mindestens 10% ist. Und Einkünfte der ausländischen Gesellschaft auf Anteilsveräußerungen oder Auflösungen. Alles andere sind also passive Einkünfte und müssten in Deutschland nachversteuert werden. Um die Sache jetzt noch einen Schritt komplexer zu machen, gibt es bei der Bestimmung aktiver Einkünfte auch verschiedene Ausnahmen. Korrekt. Also wir haben ja gesagt, es gibt diese 8 Arten von aktiven Einkünften. Allerdings, wenn du jetzt eine Gesellschaft im Ausland hast und die ist eigentlich aktiv, die macht Handel zum Beispiel, ist ja eine aktive Einkommensart, dann gilt diese Gesellschaft als passive Gesellschaft beziehungsweise ihre Einkünfte als passive Einkünfte, wenn es sich um eine Einkaufs- oder Verkaufsgesellschaft handelt. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich habe ein deutsches Unternehmen und jetzt gründe ich ein Unternehmen in Singapur und dieses Singapur-Unternehmen kauft alle meine Produkte in China ein, verkauft dann diese Produkte wiederum zurück an mein deutsches Unternehmen mit Gewinn, dann wären diese Einkünfte ein passives Einkommen, selbst wenn ich in Singapur 10 Mitarbeiter habe, die dort tatsächlich hier arbeiten. Da haben wir noch einen anderen Punkt, der ist auch sehr wichtig. Stellt eine der Gesellschafter zum Beispiel seine Leistung der Gesellschaft zum Verkauf zur Verfügung, dann sind die Einkünfte auch passiv. Also zum Beispiel, ich gründe eine Firma in Irland und diese Firma erbringt IT-Dienstleistungen. Wenn ich jetzt derjenige bin, der hier für die Firma die IT-Dienstleistungen letztlich erbringt, das heißt, meine Arbeitszeit als Gesellschafter wird von der Firma ihren Kunden in Rechnung gestellt, dann reden wir von passiven Einkünften. Vielen Dank für diese Erklärung. Jetzt Fakt Nummer 3, und das hattest du an der Einführung schon gesagt, aber ich glaube, es ist nochmal wert, es nochmal so richtig zu verdeutlichen. Die Hinzurechnungsbesteuerung gilt nur bei Gesellschaften in Niedrigsteuerländern. Korrekt. Also, wenn ich also eine Gesellschaft gründe in einem Niedrigsteuerland, dann ist hier die Definition, dass alles, wo die Gesellschaft weniger als 25% Steuern bezahlt, ein Niedrigsteuerland ist. Dabei zählt natürlich nicht die Headline Tax Rate, sondern was tatsächlich an tatsächlicher Körperschaftsteuer bezahlt wird. Die meisten werden schon realisieren. Das ist ungefähr die Hälfte der EU-Länder oder noch mehr, denn bei den meisten EU-Ländern wird weniger als 25% Steuern fällig. Zum Thema EU kommen wir aber gleich noch. Jetzt Fakt Nummer 4, die
Hinzurechnungsbesteuerung gilt nur, wenn der deutsche Steuerzahler die Gesellschaft beherrscht. Ganz wichtig. Genau, also nur wenn ich jetzt über 50% an der Gesellschaft halte, ja, und zwar alleine oder zusammen mit einer mir nahestehenden Person, die auch im Ausland wohnen kann, ja, dann gilt die Hinzurechnungsbesteuerung. Also, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt 25% an der Gesellschaft halte und mein Bruder, der in der Schweiz lebt, hält 30% an der Gesellschaft, dann halten wir gemeinsam 55%. Da er mein Bruder ist, gilt er als nahestehende Person. Damit gilt die Hinzurechnungsbesteuerung, obwohl ich als in Deutschland lebende Person nur 25% der Anteile besitze. Früher gab es eine Regelung zur Deutschbeherrschung, die wurde aber mit der Überarbeitung der Hinzurechnungsbesteuerung aufgehoben. Die Hinzurechnungsbesteuerung ist fällig auf nicht ausgeschüttete Gewinne. Genau, das ist im Grunde das größte Problem, dessen man sich sehr genau bewusst sein muss. Also man sagt schon normalerweise oder geht man davon aus, ich gründe eine Gesellschaft im Ausland. Wenn ich die Gewinne da drin lasse, zahle ich zwar die Steuern in der Auslandsgesellschaft. Also mal angenommen, ich gründe eine Gesellschaft in Irland, die zahlt 12,5% Steuern. Wenn ich die Gewinne nicht an mich ausschütte, zahle ich auch in Deutschland keine Steuern. Das ist bei der Hinzurechnungsbesteuerung nicht so. Dort wird Steuer auf die nicht ausgeschütteten Gewinne fällig. Also das heißt, die Gesellschaft in Irland zahlt 12,5% Steuern. Dann bleiben also, sagen wir mal, 87% der Gewinne in der Gesellschaft drin. Dann muss ich darin in Deutschland als natürliche Person Einkommensteuer drauf bezahlen, obwohl sie nicht ausgeschüttet sind und immer noch in der Gesellschaft sind. Und als Gesellschaft müsste ich Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, also ungefähr 25% in Deutschland bezahlen auf die nicht ausgeschütteten Gewinne. Was total interessant ist, und zwar die Hinzurechnungsbesteuerung verstößt in Teilen gegen EU-Recht. Erzähl uns was dazu und vor allen Dingen, wie kann sie dann trotzdem durchgesetzt werden? Genau, also grundsätzlich ist es so, dass der Europäische Gerichtshof schon vor relativ langer Zeit, also jetzt vor etlichen Jahren, in seinem Cadbury-Schweppes-Urteil, was sehr bekannt ist, kannst du einfach suchen, mal in Google Cadbury-Schweppes, geurteilt hat, dass die Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich gegen EU-Recht verstößt und tatsächlich im Rahmen der EU nur dann angewendet werden kann, wenn ein bewusster Missbrauch hier nachgewiesen wird. Und der Missbrauch liegt vor, wenn eine rein künstliche Gestaltung vorliegt. Okay. Jetzt ist nur das Problem, keiner weiß wirklich, was eine rein künstliche Gestaltung ist. Wir können Annahmen treffen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen an, wenn es für diese Gesellschaft in Irland keinen guten wirtschaftlichen Grund gibt, sondern einfach nur, ich mache dir da, weil die Steuern niedriger sind, aber keinen anderen Grund, könnte es eine künstliche Gestaltung sein. Wer weiß, es ist nicht 100%ig klar. Der deutsche Gesetzgeber jedenfalls hat der Problematik dadurch Rechnung getragen, dass die Hinzurechnungsbesteuerung insoweit für unanwendbar innerhalb der EU erklärt wurde, wenn der Anteilseigner nachweisen kann, dass eben diese Beteiligung beziehungsweise diese Auslandsgesellschaft bestimmte Kriterien erfüllt. Hier kann man wieder noch sagen, Substanz, 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 das alte Lied. Also wenn es sich tatsächlich um eine mit Substanz ausgestaltete Gesellschaft handelt, die also ein normales Business hat, die Personal hat und so weiter, dann wird die Hinzurechnungsbesteuerung nicht fällig, der sogenannte Substance Escape. Ansonsten wird sie fällig. Und jetzt als letztes Fakt, mit der ATAD wurde die Hinzurechnungsbesteuerung EU-weit eingeführt. Genau, die sogenannte ATAD ist ja die Anti-Tax Avoidance Directive der EU, das kennen wir alle. Früher war die Hinzurechnungsbesteuerung, wie gesagt, auf Englisch sagt man dazu CFC-Rules, nicht in allen EU-Ländern implementiert. Also zum Beispiel Irland hatte keine, Malta hatte keine. Mittlerweile ist sie also überall in der EU implementiert. Alle Länder, die davor keine hatten, auch soweit ich weiß, sogar die Schweiz, mussten jetzt CFC-Rules implementieren. Wobei der entscheidende Unterschied ist, und es bringt auch noch was, oftmals werden die CFC-Rules dann nur letztlich angewandt, wenn eine juristische Person letztlich Beteiligung im Ausland hat. Wenn ich als natürliche Person in einer Niedrigsteuerlandgesellschaft beteiligt bin und zum Beispiel in einem Land wohne wie Irland oder Malta, dann
kommt die Zurechnungsbesteuerung nicht zum Tragen. Sebastian, trotz dieser ganzen Fakten, die du uns gegeben hast, jetzt ist das ein unglaublich komplexes und zum Teil undurchsichtiges Thema. Wenn uns jemand jetzt zugeschaut hat und gesagt hat, um Himmels Willen, ich brauche da viel Unterstützung oder auch wenig Unterstützung, was sind die nächsten Schritte für ihn? Wie kannst du ihn unterstützen? Also ganz klar, zunächst mal gilt ganz grundsätzlich natürlich, die Zurechnungsbesteuerung ist einer der guten Gründe, warum man besser im Ausland lebt, wenn man hier steueroptimiert arbeiten möchte. Es geht letztlich nicht, wenn man in Deutschland ist oder nur sehr erschwert. Ja, das ist einer der Gründe dafür. Die Auflagen sind einfach wahnsinnig hoch. Ja. Wenn du jetzt dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen im Ausland aufzubauen und ins Ausland umzuziehen, dann melde dich gerne bei uns, buche ein Beratungsgespräch. Das ist genau das, was wir hier, mein Team und ich, machen. Wir helfen dir, den richtigen Wohnsitzstaat zu finden. Daneben dann einen Staat zu finden, wo du ein Unternehmen gründen kannst, welcher möglicherweise der gleiche wie der Wohnsitzstaat ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Wir kennen Anwälte und Steuerberater in den jeweiligen Ländern. Wir können dich hier komplett betreuen. Wir können das Ganze koordinieren. Du hast alles aus einer Hand. Also buche ein Beratungsgespräch. Ich freue mich, über dein Auslandsvorhaben mit dir sprechen zu können. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank wie immer für all die Informationen. Gerne. Koordiniere hier. Mein Sohn kam aus England zurück am Wochenende mit einem Handy jetzt. Und ich dachte dann, das bedeutet, dass ich mich nicht mehr um Playdates oder so kümmern muss, aber dem ist nicht so. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.